Moin Moin. aus Hamburg, aus unserem kleinen, aber feinen Hotelzimmer. Wir haben Mando im Hafen abgegeben. Das zeigen wir euch ganz am Ende noch. Und jetzt erzählen wir euch, was wir denn so für Vorbereitungen getroffen haben für unsere Südamerika-Reise. Also erstmal als Einleitung, wo fahren wir überhaupt, oder ja, wo wir hinfahren, ist klar, Südamerika. Aber unsere grobe geplante Route, das blenden wir hier mal ein. Das ist jetzt erstmal nur der erste Abschnitt zu sehen bis nach Ushuaia und danach dann im zweiten Abschnitt, wie es dann weitergeht Richtung Norden. Allerdings weiter als bis Argentinien, Chile und Uruguay haben wir das noch nicht geplant. Weil Pläne ändern sich ja eh laufend und werden über den Haufen geschmissen. Also das habe ich euch jetzt hier mal eingeblendet. Dann, was haben wir denn am Fahrzeug gemacht? Da werden einerseits haben wir den Schnorchel angebracht, wie ihr vielleicht schon oder anbringen haben lassen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Für den Schnorchel haben wir auch noch einen Zyklonfilter, den man bei Bedarf bei besonders staubigen Strecken dann, bei besonders staubigen Strecken dann aufmontieren kann. Dann haben wir neue Stoßdämpfer als Ersatzteile dabei, wieder von der Firma Marquardt. Die wollten wir eigentlich vor dem Verschiffen noch wechseln lassen, aber aufgrund des ganzen Terminchaos durch die Reederei und die Umbuchung auf das frühere Schiff, welches jetzt übrigens einen Tag später fährt aktuell als unser ursprüngliches Schiff, Ja. haben wir das zeitlich nicht mehr hingekriegt, demontieren zu lassen, und deswegen haben wir uns sonst die neuen liefern lassen und nehmen die jetzt als Ersatzteile mit. Ja, Ersatzteile allgemein ist ein gutes Stichwort. Alles mögliche, Ölfilter, Dieselfilter haben wir noch bestellt und eingepackt. Dann haben wir eine Motoroptimierung vornehmen lassen bei Offroad Motorhomes für Mando. Das haben wir euch ja in einem vorherigen Video schon gezeigt, wie wir dort waren. Das bringt ein bisschen mehr Leistung in der Höhe vor allem. Das ist wichtig. Und das Diagnosegerät von Offroad Motorhomes haben wir auch dabei. Das blende ich euch hier nochmal ein. Haben wir euch aber auch schon im vorherigen Video gezeigt. Dann haben wir die Dachluke abgesichert mit einem extra Blech von KCT, dass man durch die Dachluke nicht einsteigen kann. Versicherung. Genau, und eine Fahrzeugversicherung für Südamerika haben wir auch schon abgeschlossen. Da blende ich euch hier mal die Infos zu ein. Also wir zahlen jetzt pro halbes Jahr ca. 260 € für ganz Südamerika. Das ist eigentlich ein guter Preis. Genau, das ist Info@ abgefahren. Ne? Also, ja, ich blende die Kontaktdaten ein. Genau. Die haben wir auf persönliche Empfehlungen bekommen. Ja, dann machen wir. Ja, hier bin ich aus dem Schnitt nochmal. Man die Hälfte vergessen hat zu erzählen, dann muss man das halt nochmal aufnehmen. Ne? Und zwar zum Fahrzeug wäre noch zu sagen, wir hatten ja noch das Ölleck an der Kardanwelle. Da waren wir bei Iveco. Und das wurde relativ schnell behoben. Den Übeltäter blende ich euch hier mal ein. Ja, das war nur dieser eine Ring, der wurde getauscht und jetzt ist das auch wieder dicht. Dann war unser Martin-Generator nochmal defekt, obwohl wir neulich erst die Wartung gehabt hatten. Da waren wir also nochmal bei der Firma Martin, das seht ihr jetzt hier. Ja, hallo, wir sind heute nochmal bei Martin Special Technics, denn leider hat kurz nach der Wartung der Generator wieder den Geist aufgegeben. Ja, ganz komisches Fehlerbild, also irgendwas im Generator war kaputt, was sie sich nicht erklären können, und die Kohlen vom Generator selber werden wohl ausgetauscht, die sind wohl abgenutzt. Ja, warum man das mit den Kohlen nicht bei der Wartung schon hat testen können, also den Widerstand, weiß ich nicht. Wir hocken jetzt schon seit knapp 7 Stunden hier und müssen mal schauen, was das Ganze jetzt kostet. Denn Martin hat nur 1 Jahr Garantie. Und ja, unsere Garantie bei Bimobil ist ja auch schon abgelaufen. Mal schauen, was sie sich einfallen lassen und was wir uns dann im Endeffekt berechnen. Ja, schauen wir mal ab. Genau.
Bin ja gespannt, wie lange es noch dauert. Also es sind sich ja wohl auch hier sehr unschlüssig, was der Fehler ist. Ne? Wahrscheinlich dauert es auch deswegen so lange. Ja, es wird ja, soweit ich weiß, wollen sie eine neue Box einbauen oder eine refurbished. Keine Ahnung, warum sie uns dann noch nicht gefragt haben vorher, welche jetzt von beiden. Aber wir werden sehen, was sie gemacht haben. Aber immerhin werden wir hier gut mit Getränken und Kaffee versorgt. Machen wir mal den nächsten persönliche Vorbereitung. persönliche Vorbereitung. Ja, das sind als erster Punkt die Impfungen natürlich, die wir machen haben. Das war jetzt dieses Virus mit den unaussprechlichen Namen, Chikungunya, glaube ich, Ja, heißt es. Im Endeffekt waren es sehr viele Impfungen. Wir haben ja einen Großteil schon vor Beginn unserer Reise beim Hausarzt machen lassen, wie Tollwut etc. Jetzt kam halt noch dazu Chikungunya, Denguefieber, Typhus, Ja. Hepatitis B fehlte noch eine Impfung. Bei dir, glaube ich. Bei mir, glaube ich, ja. Masern, bei Heike fehlte noch eine Impfung. Das haben wir jetzt alles im Tropeninstitut in München machen lassen. Ja. Da blenden wir euch hier auch nebenbei die Aufnahmen ein. Ein bisschen nach vorne legen. Ja. Ah, seht mal. Hoppala. Fotodoku. Ja, so. Hier sind auch nicht mehr drauf, ist nur die Stelle drauf. Das ist gut. Und versuchen wir immer mal wieder, täglich klappt es nicht ganz, aber vielleicht jetzt dann wieder wegen dem ganzen Stress Spanisch zu lernen. Wir machen das mit Rosetta Stone. Das ist nicht gesponsert. Wir haben uns da ein Abo bei der letzten Black Friday Aktion für ein lebenslanges Abo geklickt. Genau. Ja, klappt, muss ich jetzt auch öfter mal wieder dran denken. ¿Cómo estás? Bien. Ja, also es ist bien. Muy bien. Muy bien. Also es ist noch ausbaufähig, sagen wir es mal so. Ja, in der App oder beim Lernen klappt schon, aber das Sprechen ist halt noch. Ja, also spätestens, wenn wir dann drüben sind und das Sprachbad machen, dann wird es wahrscheinlich hoffentlich besser klappen. Ja. Wir haben ja in Montevideo ein paar Wochen Zeit schon mal zu üben. Dann habe ich natürlich viele Ziele recherchiert, wie ihr vorhin an der Routenkarte schon gesehen habt. Ich kann sie auch nochmal einblenden, die ganzen Punkte, die da zu sehen sind. Das sind alles interessante Ziele. Ich bin mir sicher, da kommen auch noch mehr dazu. Also nicht nur aus YouTube recherchiert, sondern eben auch Bücher haben wir da verwendet. Genau, und Blogs. Ja, und dann müssen wir jetzt noch Devisen beschaffen. Das geht bei der Reisebank. Da werden wir jetzt dann demnächst noch ein paar US-Dollar abheben bzw. besorgen, die wir dann mitnehmen auf unsere Reise, weil es ganz wichtig, für die eine oder andere Sache braucht man US-Dollar. Ja. Vor allem dann auch in Argentinien. Und das ist immer gut, einen kleinen Bargeldvorrat dabei zu haben. Genau, ich habe auch bei den Banken, das wäre noch vielleicht noch ein Tipp für Kreditkarten, muss man bei einigen Banken die Länder entsperren. Also ich hatte das bei einer Bank, da musste ich Uruguay freischalten, ne, damit man da dann eben bezahlen kann oder Geld abheben kann. Genau, also checkt eure Kreditkarten, dass sie dann halt auch für diese Länder freigegeben sind. Das war so grob die Vorbereitungen, die wir getroffen haben für die Reise. Jetzt geht es dann noch ums Thema Verschiffung. Wie gesagt, Mando haben wir im Hafen abgegeben. Wir haben hier noch ein paar Aufnahmen vor dem Hafen. Im Hafen selber durfte man nicht filmen. Im Endeffekt lief das alles problemlos. Man hatte die Unterlagen von Seabridge, also wir verschiffen mit Seabridge. Bucht sich einen Slot zum Reinfahren in den Hafen. Den muss man sich vorher buchen, passend zum Survey-Termin. So, wir stehen mit Mando beim Hafen. Angemeldet sind wir. Jetzt kriegt man hier so einen Pager in die Hand gedrückt. Und wenn der lospiepst, dann fahre ich alleine rein und Heike muss hier im Bereich warten. Wir haben noch so eine Wegbeschreibung gekriegt. Das ist eigentlich ganz easy. Okay, wo ich raus muss, oder?
Nee, wo ich fahren muss. Okay. Ja. Alles klar. Ja, und im Fahrerhaus habe ich dann noch unter anderem die Schalter für die Differentialsperren abgeklebt, dass da keiner auf die Idee kommt, drauf rumzudrücken. Und für das Verschiffen haben wir Mando natürlich auch innen drin etwas vorbereitet, dass die Polster etwas geschützt sind, der Boden etwas geschützt sind, die Duschtür und so weiter. Das zeigen wir euch jetzt noch hier, was wir da für Vorkehrungen getroffen haben. Das Fahrzeug dann zusammen mit dem Hafenmitarbeiter halt durchgegangen wird, also beziehungsweise der Hafenmitarbeiter prüft das Fahrzeug halt in deinem Beisein, also in meinem Beisein in dem Fall, und versiegelt das Fahrzeug danach also auch. Also alle Türen wurden wieder abgesperrt, man gibt dir die Schlüssel ab, aber die Türen und Klappen wurden dann auch versiegelt. Das Survey läuft im Prinzip so ab, dass derjenige ein paar Fotos macht von ein paar Schubladen, von ein paar Kisten, dass halt nichts Illegales dabei ist, wie Akkus oder Spraydosen oder Öle oder sonst was Brennbares. Und ein paar Fotos für den Zoll gemacht und ja, das war es dann im Grunde auch. Das Ganze hat bei mir vielleicht 20 Minuten gedauert, nachdem ich drin war. Und ja, das ging. Ich habe mich auf eine längere Wartezeit eingestellt, aber es ging schneller als gedacht. Genau, der ursprüngliche Survey-Termin war auch erst um 11, aber wir waren schon, der Slot-Termin zum Einfahren hatte ich schon um 10 gebucht und plus minus 30 Minuten gilt der ja eh. Und ja, dann hat er auch gleich das, als ich hinten auf dem Parkplatz angekommen bin, hat er mir gezeigt, wo ich ihn hinstellen soll. Und dann hat er auch gleich das Survey gemacht, also ich musste nicht bis um 11 warten oder so. Und wie gesagt, nach 20 Minuten wurde ich dann wieder vom Sicherheitsdienst rausgefahren, vor zum Terminalgebäude. Und dann konnten wir uns schon auf den Heimweg machen. So, wir stehen jetzt hier vorm Terminal Ost. Lass mal warten. Ich glaube, wir machen es. Verstehen wir uns trotzdem? Ja, mal schauen, ob der vorbei ist. Ja, wir stehen jetzt hier vorm Terminal Oswald. Kai, Mando ist weg. Er hat also alle Fächer und Türen außen versiegelt. Fahrertür und Beifahrertür logischerweise nicht, weil da müssen wir ja noch rein, um aufs Schiff zu fahren dann. Ja, aber jetzt schauen wir mal. Jetzt heißt es dann warten. Jetzt heißt es ein paar Wochen warten. Okay, wir fahren jetzt zurück ins Hotel. Und dann war das Wohnmobil weg. Dann war Ja, Mando auch dann weg. ist Mando Das weg, war genau. Auch ein komisches Gefühl. Ist es noch. Ist es noch, ja. Ja, und jetzt haben wir halt noch einige Tage in Hamburg, bevor dann unsere Bahn nach Frankfurt zum Flughafen geht. Und da werden wir uns jetzt Hamburg etwas anschauen. Und davon seht ihr dann demnächst auch noch ein Video, denke ich. Ja, falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und generell gilt natürlich, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, hypen, wenn ihr das, hypen, wenn ihr das, genau, das geht jetzt auch, wenn ihr unser Video auf dem Smartphone oder Tablet schaut, könnt ihr das Video jetzt auch hypen, das würde uns auch sehr freuen. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.